Bericht über die Vorführung des Wagels LW3 in Berlin. Ort: Berlin, Flughafen Tempelhof. Datum: 23., 24. und 25. Februar 1942. Zur Vorführung sind nach Berlin gefahren: Herr Senior Fritz Lauster, Herr Junior Lauster, Diplom-Ingenieur Kraft, Fahrmeister Lauster sowie Ludwig Bechtold und Ernst Stümpfig. Die Autofahrt begann am Samstag, den 21. Februar 1942, mittags um 13 Uhr und endete am Sonntag, den 22. Februar 1942, vormittags um 10 Uhr. Die Fahrt nach Berlin erfolgte unter äußerst schwierigen Umständen, da nachts nicht geparkt werden konnte, da sonst alles eingefroren wäre. Es blieb daher nichts anderes übrig, als durchzufahren. Dies wurde zusätzlich erschwert, da bei Eisenach die Autobahn auf einer Strecke von 54 Kilometer noch nicht fertiggestellt war und daher eine Umfahrung von 58 Kilometer notwendig wurde. Einmal wurde bei Geiersdorf getankt. Es war furchtbar kalt, mit Temperaturen von mindestens -30 Grad Celsius. Auf der Autobahn mussten verschiedentlich Hohlwege passiert werden, die teilweise bis zu 3 Meter hohe Schneewände aufwiesen. Die Straßen waren durch die Autos spiegelglatt gefahren. Die Batterie im Personenwagen litt stark unter der Kälte und leistete nur noch einen Bruchteil dessen, was sie unter normalen Verhältnissen hätte leisten können. Auch war es im Personenwagen so kalt, dass es kaum auszuhalten war, während es im Lastkraftwagen warm war. Die Fahrt durch die Stadt Berlin verlief gut und dauerte etwa 1 bis 1,5 Stunden. Vom Autoring bis zum Flughafen sind es ca. 50 Kilometer. Die Unterbringung war schlecht. Jeweils 3 Personen mussten sich ein Zimmer teilen. Der Wagel und der LKW konnten direkt in einer Halle am Flughafen abgestellt werden. Am Montag, den 23. Februar 1942, morgens um 8 Uhr begannen die Vorführungen. Es wurden verschiedene Spezialfahrzeuge für den Einsatz im Schnee präsentiert, darunter Schneespezialfahrzeuge wie Propellerschlitten, Motorschlitten zum Ziehen von Lasten, ähnlich denen, die in Finnland verwendet werden, leichte Lastenschlitten, Dreiradfahrzeuge und Modelle verschiedener Automobilfirmen, Geländewagen, die sich besonders für den Einsatz im Schnee eignen. Die Adlerwerke stellten 3 Fahrzeuge vor. Es wurden Maschinen gezeigt, die nicht nur für Straßen, sondern auch für Flugplätze und Startbahnen geeignet sind. Einige dieser Geräte arbeiteten mit Schneckengetrieben, die den Schnee aufnehmen und ihn entweder per Gebläse fortschleudern oder auf Wagen verladen. Beobachtungen zur Funktionalität. Bei den Fahrzeugen zeigte sich mit wenigen Ausnahmen, dass sie alle gewisse Nachteile aufwiesen. So musste beispielsweise der Propellerschlitten mit seinen 3 Kufen mehrfach mit einem Hebel von der Erde gelöst werden. Doch während eine Kufe losgelöst wurde, war die zuvor gelöste bereits wieder festgefroren, sodass der Schlitten nicht starten konnte. Es waren etwa 15 Mann nötig, um ihn mit einem kräftigen Stoß in Bewegung zu setzen. Anschließend raste er wie eine wütende Wespe umher. Später blieb der Propellerschlitten in einer Schneeverwehung stecken. Wiederum waren rund 15 Personen erforderlich, um ihn rückwärts herauszuschieben, da er keinen Rückwärtsgang besitzt. Weitere Fahrzeuge. Ein von einem Raupenschlepper gezogener Anhänger wurde vorgeführt, dessen Hinterachse durch eine verschiebbare Verbindung mit der Vorderachse des Schleppers gekoppelt war. Diese Konstruktion ermöglichte es dem Fahrzeug, wenn auch langsam, Steigungen und schwieriges Gelände zu überwinden. Neu vorgestellt wurde ein Fahrzeug mit Vorderrädern zur Lenkung und gummibeschichteten Raupenantrieb hinten. Dieses Modell zeigte sich als durchaus tauglich für den Einsatz im Schnee. Der Porsche-Wagen war nicht zugegen. Herr Göckel wurde darauf hingewiesen, dass Porsche in letzter Zeit sehr große Fortschritte im Gelände und im Wasser gezeigt hatte, worauf dieser offenbar auch zum RLM, Reichsluftfahrtministerium, eingeladen wurde. Auf der Rückfahrt begegnete dieses Fahrzeug unserem Konvoi. Für die Besichtigung waren etwa 20 bis 30 verschiedene Fahrzeugtypen und Gerätschaften aufgestellt. Vorführung des Wagel. Als letztes sollte der sogenannte Wagel vorgeführt werden. Obwohl er vor der offiziellen Besichtigung bereits einige Runden gefahren war und dabei das Erstaunen der Anwesenden erregt hatte, versagte er beim offiziellen Start. Als Generalfeldmarschall Milch das Zeichen zum Anfahren gab, sprang der Wagel nicht an. Ursache war ein klemmendes Ritzel im Anlasser, ein kleines Schräubchen hatte sich gelöst und offenbar einen Kurzschluss verursacht. Einige Minuten später, nachdem Generalfeldmarschall Milch mit seinem Stab, etwa 40 bis 50 Generale und Stabsoffiziere, bereits den Platz verlassen hatte, konnte der Wagel doch noch gestartet werden. Er fuhr dann dem Generalfeldmarschall hinterher durch die Baustelle, über steile Böschungen, Steinhaufen, Gerümpel und Baumaterialhaufen. Dabei bewältigte er einen Weg, den man unter normalen Umständen niemals befahren würde. Diese Fahrt stellte eine eindrucksvolle Bewährungsprobe dar. Leider waren die Offiziere nicht mehr erreichbar, da sie bereits andere Termine wahrnahmen.
Die Fahrt durch die Baustelle erregte naturgemäß großes Aufsehen und nicht nur bei den Konstrukteuren anderer Fahrzeuge, sondern auch bei den übrigen Interessenten. Neben Bewunderung gab es auch Missgunst, da einige sich bereits über das vermeintliche Versagen des Wagens gefreut hatten. Es ist anzumerken, dass unter den Beteiligten ein erheblicher Konkurrenzkampf herrschte, der von starkem Neid begleitet war. Besprechung am Dienstag, den 24. Februar 1942. Ort: Büro des RLM, Jerusalemer Straße, Berlin. Teilnehmer der Besprechung: Herr Fliegerstabsingenieur Göckel, Herr Diplom-Ingenieur Pantenborg, Adjutant, Herr Direktor Jenschke, Adlerwerke, Herr Ziekesch, Adlerwerke, Herr Senior Lauster, Herr Diplom-Ingenieur Kraft, Herr Junior Lauster. Die Besprechung war außerordentlich interessant, da der Leiter derselben, Herr Göckel, versuchte, den Optimismus des Praktikers gegen die nüchterne Analyse des Theoretikers, Herrn Direktor Jenschke, auszuspielen, um auf diese Weise einen Kompromiss zu finden. Die Diskussion gestaltete sich schwierig, da man sich aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Wagel zunächst nicht darüber im Klaren war, welchem Spezialgebiet er zugeordnet werden sollte. Als Transportfahrzeug bzw. Nachschubfahrzeug, Amphibienfahrzeug, als Artilleriefahrzeug oder als Kampfwagen. Jede dieser Einsatzarten stellt unterschiedliche Anforderungen, mal schweres Gelände, mal schwimmend, mal leichtes Flachgelände, mal hohe Zuladung. Es wurde deutlich, dass ein schwer gepanzerter Kampfwagen aufgrund seines hohen Eigengewichts deutlich weniger transportieren kann als ein leichterer Typ. Herr Direktor Jenschke brachte als Kritikpunkt ein, dass der große Radumfang des Wagels erheblich mehr Gewicht verursache als die Abwicklung einer Raupe. Die Raupe bleibt vollständig am Boden, während ein Teil des Radumfangs unnütz in der Luft rotiert und somit nur Ballast darstellt, ohne einem direkten Zweck zu dienen, insbesondere im Hinblick auf den Reibungswiderstand. Dem hielt Herr Senior Lauster entgegen, dass es besser sei, ein Fahrzeug zu haben, das überhaupt durchkommt, als eines, das im Schlamm und Schnee stecken bleibt, selbst wenn dadurch die Tarnung und die Wirtschaftlichkeit leide. Herr Direktor Jenschke wandte zudem ein, dass die Konstruktion des Fahrzeugs allergrößte Schwierigkeiten bereite, wenn man sie fahrtechnisch bzw. konstruktiv untersuche. Zu diesem Zweck legte er eine Skizze vor, die ein ausgefallenes Flussprofil zeigte. Eine steile Böschung an einem Ufer mit einem Gefälle von 60 Grad. Eine ebenso steile Steigung am anderen Ufer. Eine schmale Wasserrinne dazwischen. In dieser Konstellation könne sich der Wagel nicht wenden. Jenschke erläuterte anhand dieses Profils die Gefahr einer Sackgasse, aus der das Fahrzeug nicht mehr herauskommen könne. Der Wagel könne die steile Böschung von 60 Grad wegen Überschlagens nicht hinunterfahren. Im Wasser könne er nicht wenden, und auf der gegenüberliegenden Seite war ein Auffahren ebenfalls nicht möglich, da sich das gesamte Gewicht auf die hintere Spurrolle übertrage. Herr Lauster brachte daraufhin einen konstruktiven Vorschlag ein. Man könne dem Problem begegnen, indem zwei Ritzel angebracht würden. Eines vor der Achse und eines hinter der Achse. Dadurch würde beim Bergauffahren der hintere Teil des Fahrzeugs nicht mehr als zweiarmiger Hebel wirken, sondern als einarmiger. Dies hätte zur Folge, dass sich der hintere Teil nicht mehr hebt, sondern stattdessen auf den Boden gedrückt wird, was die Traktion verbessert und ein Hochkippen verhindert. Es kamen Einwände hinsichtlich der Transportfähigkeit des Fahrzeugs auf, insbesondere Schwierigkeiten beim Eisenbahntransport aufgrund des übergroßen Raddurchmessers. Probleme mit dem Gewicht bei Brückenüberfahrten, sofern das Fahrzeug nicht schwimmbar gemacht wird. Bedenken bezüglich der Tarnung, da das Fahrzeug durch seine Größe und Form im Gelände leicht sichtbar ist. Kurz und gut, man verlangte vom Wagel, dass er alle militärischen Eigenschaften möglichst zu 100% erfüllen solle, während die anderen jetzt vorhandenen und gebräuchlichen Fahrzeuge, einschließlich der Panzerwagen, dies nur vielleicht 30 oder 40%ig tun. Über dem Schreibtisch des Herrn Göckel hing ein Spruch, welcher besagte, dass sehr häufig die Theorie versagt, während trotzdem der Praktiker die Lösung findet. Herr Lauster hat auf diesen Spruch hingewiesen und am anderen Tag, 25. Februar 1942, zeigte sich auch bei der Vorführung im Gelände, Exerzierplatz Pichelsberg, dass der Wagel tatsächlich mehr leistet, als die Herren sich vorgestellt haben. So fuhr zum Beispiel ein besonders anerkannter Geländewagen der Adlerwerke außer anderem eine Steigung, die er nicht bewältigte und dabei kaputt ging. Sofort wurde ein anderer Wagen geholt,
aber auch dieser nahm die Steigung nicht. Daraufhin wurde der Wagel eingesetzt und nahm diese Steigung spielend. Überhaupt hat auf diesem furchtbar buckeligen Gelände der Wagel an diesem Tag Leistungen vollbracht, die er bisher bei weitem nicht zu Wege brachte, und daraus hat sich ergeben, dass die Leistungen des Wagels noch sehr wesentlich gesteigert werden können, wenn erst die Fahrer entsprechend eingefuchst sind und besser gelernt haben, wie man Hindernisse durch Wenden und Manövrieren anpackt. Diese Übung, welche circa 2 Stunden dauerte, muss auf Herrn Göckel und Herrn Direktor Jenschke einen starken Eindruck gemacht haben, denn Herr Göckel hat sich sehr stark verwundert und Herr Direktor Jenschke ist mit seiner Opposition stark in den Hintergrund getreten. Umso mehr, als Herr Lauster darauf hinwies, dass mit einem behelfsmäßig und stärkster Behinderung zusammengebastelten Erstmodell nicht mehr verlangt werden könne. Nach Schluss dieser Übung wollte Herr Göckel den Wagel dort behalten. Es wurde eine Aktennotiz aufgenommen und Herr Jenschke beauftragte einen Wagel mit ca. 5 Meter Raddurchmesser zu entwerfen, der als Transportfahrzeug einsetzbar sein sollte. Falls der Entwurf, welcher unter Berücksichtigung des Serienbaus zu erfolgen hat, die Zustimmung des RLM findet, wird die Vorbereitung zum Serienbau gleich getroffen. Zu diesem Zweck war auch Herr Direktor Ford, der Hermann Göring Werke zugegen, welcher eine Walzenstraße für die Gehäuse bereitstellen solle. Herr Göckel will im Frühjahr, wenn kein Schnee mehr vorhanden ist, in Stuttgart noch Probefahrten im aufgeweichten Gelände mit dem Modellwagel ansehen. Die bisher immer wieder zu Störung Anlass gegeben schwachen Punkte des Modellwagels wie Ritzel, Keile und dergleichen schienen ziemlich behoben zu sein, da der Wagel jetzt ungeheure Beanspruchungen aushalten musste und diese auch bestanden hat. Jedenfalls kann man jetzt, wenn der Schnee weg ist, einen neuen zusammenhängenden Film drehen, welcher nicht nur Geländeschwierigkeiten, sondern auch einen Flussübergang aufzeigt.